Willkommen zur Klasse 12 des Lamrem. Wir haben über den Platz gesprochen, den Mitgefühl in den 5 Schritten hat, um diese Bodhisattva-Vision zu bekommen, Bodhicitta. Und wir haben den 5. Schritt erreicht, der Mitgefühl ist. Und wir machen hier eine Art Pause, um zu sehen, wie Mitgefühl wie die Mitte eines Propellers ist. All die anderen der 7 Schritte rotieren um Mitgefühl herum. Irgendwie ist Mitgefühl die Wurzel für wunderbare Liebe und die Wurzel dafür, zu erkennen, dass Menschen deine Mutter waren, darüber nachzudenken, was sie getan haben. Nachzudenken ist zurückzuzahlen. Irgendwie ist Mitgefühl das Zentrum all dieser Schritte, um zu Bodhicitta zu kommen, laut dem System von Atisha, Lord Atisha. Also werden wir mit diesem Thema fortfahren. Und hier am Anfang erhalten wir ein Zitat von Meister Chandrakirti. Pabonka Rinpoche bringt ein Zitat von Meister Chandrakirti. Ich habe an einem großartigen Kommentar von Je Tsongkhapa gearbeitet, zu diesem Buch von Chandrakirti genannt, den mittleren Weg betreten. Und Tsongkhapas Buch heißt, das bedeutet, Aufklären oder Beleuchten des wahren Gedanken von Chandrakirti. Also, um zu diesem Thema zu kommen, lasst uns über eine besondere Vision sprechen, die Je Tsongkhapa hatte. Hier ist ein Bild davon. Ich habe eine lange Geschichte über Tsongkhapa geschrieben, für die ich viele Jahre gebraucht habe. Und diese spezielle Szene geschieht 1397. Du kannst Je Tsongkhapa sehen, wie er unten in der gelben Robe sitzt. Und er hat eine Vision. Ich denke, wenn ich mit dem Datum recht habe, ist es Herbst 1397. Und Je Tsongkhapa hat diese unglaubliche Vision, in der er all diese großartigen Lehrer der Geschichte sieht, die Lehrheit gelehrt haben, die wichtigsten Lehrer. Hier oben kannst du Nagarjuna sehen, dann haben wir Buddha Palita, der Kommentare zu Nagarjuna geschrieben hat. Dann haben wir wahrscheinlich Baba Viveka, der sich über Buddha Pilatas Kommentare beschwert hat. Und dann Chandrakirti, der sich darüber beschwert, dass Baba Viveka sich über Buddha Palitas Kommentare beschwert hat. Also wie auch immer, du hast hier die Abstammungslinie aller großen Lehrer von Lehrheit in dieser Vision. Und es gibt eine Überlieferung, die sagt, dass dies war, als Je Tsongkhapa Lehrheit direkt gesehen hat. Menschen fragen mich oft, ob Je Tsongkhapa ein Arya war. Und die einzige Erwähnung dieser Frage ist in dieser Szene, in Kommentaren zu diesem Teil seines Lebens. Dieser Moment in seinem Leben, der damit in Verbindung steht. Scheinbar hat er das Buch Buddha Palita quer über den Himmel geschrieben gesehen oder sowas. Und dann heißt es, dass er in dieser Zeitspanne die direkte Wahrnehmung der Lehrheiter hatte. Das ist die Überlieferung. Also dachte ich, da Pabonka Rinpoche die Rolle von Mitgefühl erklären wird, indem er zu Chandrakirtis großem Buch den mittleren Weg betreten geht, wieso gehen wir dann nicht zu Je Tsongkhapas Kommentar zu diesem Vers? Denn ich habe an dem Kommentar ungefähr 7 Jahre gearbeitet und ist sehr cool. Also legen wir los. Der glorreiche Chandrakirti, als er zuerst begonnen hat, seinen großen Klassiker zu schreiben, Madhyamaka Avatara, den mittleren Weg betreten. Und nebenbei, der mittlere Weg bedeutet in diesem Fall nicht den philosophischen mittleren Weg, sondern Nagarjunas Ursprungstext mit dem Namen Weisheit. Also Chandrakirti sagt, am Anfang seines größten Buches, eines der größten Bücher über Lehrheit, das je geschrieben wurde, verneigt sich Chandrakirti, Meister Chandrakirti, nicht vor Lehrheit. Er verneigt sich nicht vor Weisheit und er verneigt sich nicht vor Bodhicitta. Er verneigt sich vor
Mitgefühl. Und er sagt, es gibt einen Grund dafür. Und es passt so schön in das Lamrim hinein, dass der Lamrim-Typ den Vers für das Lamrim gestohlen hat. Also sagt Chandrakirti, du willst Leerheit verstehen? Dann lerne Mitgefühl. Dann fragt jeder, was? Ich dachte, ich sollte über Shamatha, Vipassana meditieren. Nein, lerne Mitgefühl. Warum und wie? Wir werden das heute durchgehen. Das ist unser Ziel. Bedeutet, weil Liebe und Liebe allein der Same ist. Saban in der zweiten Zeile für diese köstliche, großzügige Ernte der Buddhas. Und es ist wie der Same, um die Ernte von Erleuchtung zu pflanzen. Aber es ist auch wie das Wasser, das du hinzufügst. Gestern hatten wir, ich bin sicher, dass ihr euch erinnert, beginnen, enden und dazwischen. Chandrakirti sagt, schau, wieso ist Mitgefühl im Zentrum der 7? Wieso hat Tsongkhapa Mitgefühl als das Zentrum der 7 Schritte für Bodhicitta präsentiert? Wieso hat er als das zentrale Thema oder die Mitte der gesamten Maschine? Er sagt, nun, da gibt es 3 Gründe. Tok, Ta, Bar. Am Anfang brauchst du Mitgefühl, in der Mitte brauchst du Mitgefühl und am Ende brauchst du Mitgefühl. Und in seinen Eröffnungszeilen seines berühmten Buches über Leerheit sagt Chandrakirti, es ist wie der Same, es ist wie das Wasser und es ist wie die Frucht. Es ist wie der Same, es ist wie das Wasser und es ist wie die Frucht. Der Same des Fruchtbaumes, den du pflanzt, wie das Wasser, das du auf den Baum gießt, bevor er Früchte wachsen lässt. Und dann ist es wie die Frucht, die du genießen kannst, sobald der Baum wächst und Früchte gibt. Also hat Mitgefühl einen Platz. Tokta Par. Zu Anfang des ganzen Prozesses wie der Same, in der Mitte des Prozesses wie das tägliche Gießen deines Gartens und dann am Ende des Prozesses wie das Essen der Früchte, die in deinem Garten gewachsen sind. Und dann sagt Chandrakirti, deswegen verneige ich mich nicht vor Weisheit, ich verneige mich nicht vor der Leerheit. Am Anfang meines Buches verneige ich mich vor dem Mitgefühl, denn das ist der Same, es ist das Wasser und es sind die Früchte. Bedeutet, du wirst es genießen, sie später zu essen. Es ist wie die Reifung der Frucht. Aus diesem Grund werde ich mich vor dem Mitgefühl verneigen. Gut, jetzt dachte ich, es würde Spaß machen, da das Lamrim so schnell geht, wenn wir noch ein bisschen mehr hinzufügen. Also lasst uns nachschauen, was Tsongkhapa zu dem Vers von Chandrakirti zu sagen hat. Lasst uns Tsongkhapas Erklärung anschauen. Und nochmal, ich habe diesen Teil hinzugefügt. Dies ist Je Tsongkhapas Illumination of the True Thought. Lasst es uns zusammenlesen, weil dieses Lamrim zu schnell geht. Wir werden in 15 bis 20 Jahren fertig sein. Lasst es uns noch ein bisschen langsam machen. Schau, es gibt 2 wichtige spirituelle Ziele, die wir haben mit diesem Buch von Chandrakirti, von Meister Chandrakirti. Welche sind das? Wir möchten diese Bodhisattva-Vision erlangen. Wir wollen zu diesem Wunsch nach Erleuchtung kommen. Und wir wollen die untrennbare Weisheit. Die Weisheit, die frei ist von 2 Dingen. Die Weisheit, die frei ist von 2 Dingen. Viele Menschen nennen es Nicht-Dualität oder sowas Ähnliches. Und ich fühle mich ein bisschen unwohl mit diesem Wort. Menschen denken, es bedeutet, wenn du Leerheit siehst, da gibt es kein Ich und da gibt es keine Leerheit, keine Dualität. Ich versinke in Leerheit, es gibt keinen Betrachter und es gibt nichts zu betrachten. Und Menschen sagen,
Oh, das ist nicht Dualität. Das ist nicht Dualität. Nicht-Dualität bedeutet Diskrepanz, Unstimmigkeit. Was bedeutet Unstimmigkeit? Es bedeutet, es gibt einen Unterschied zwischen der Art, wie dieser Typ handelt und der Art, wie er wirklich ist. Es gibt eine Unstimmigkeit und er sagt, er ist ein Lam-Rim-Lehrer und meditiert nie. Das ist eine Diskrepanz. Das ist eine Diskrepanz. Also Diskrepanz bedeutet, es sieht wie etwas aus und ist in Wirklichkeit etwas anderes. Und das ist, was Dualität im Buddhismus bedeutet. Es bedeutet Unstimmigkeit. Das bedeutet, sie passen nicht zusammen. Die Weise, wie Dinge sind und die Weise, wie sie aussehen, passt nicht zusammen. Es sieht aus wie dein Ehemann, der in der Küche wütend ist, weil er einen schweren Tag auf der Arbeit hatte. Aber was wirklich passiert ist, dass du deine Kinder gestern Abend angeschrieben hast, also passt das nicht zusammen. Es gibt eine Unstimmigkeit zwischen der Weise, wie es aussieht und der Weise, wie es ist. Wenn du diese Diskrepanz erfasst, wenn du erkennst, dass sein schwerer Tag auf der Arbeit nichts mit seiner Laune zu tun hat, denn seine Laune kommt davon, wie du die Kinder letzte Woche behandelt hast, dann befreist du dich selbst von dieser Dualität. Das ist alles. Die Art, wie es aussieht und die Art, wie es wirklich ist, passt nicht zusammen. Das nennt man nicht Dualität. Wenn du das verstehst, nennen wir es nicht duale Weisheit. Sie sieht nicht mehr zwei verschiedene Dinge. Sie sieht eine Sache. Ich habe meine Kinder angeschrien. Sie sieht nicht einen Ehemann, der sich ärgert, weil er hungrig ist oder so ähnlich. Obwohl Ehemänner regen sich auf, wenn sie hungrig sind, nicht wahr? Zumindest dieser Ehemann tut das. Also vergiss nicht, wenn ich nicht Dualität sage, bedeutet es, dass die Weise, wie er aussieht und die Weise, wie er wirklich ist, jetzt passen. Nicht Dualität. Jetzt stimmen sie überein. Oh, er ärgert sich, weil ich letzte Woche mit den Kindern geschimpft habe. Oh, jetzt stimmt es überein. Er sagt also, zwei große spirituelle Ziele hier sind Bodhicitta, der Wunsch, ein Buddha zu werden, um allen Lebewesen zu helfen, zwischen Planeten zu tanzen, und diese Weisheit, die nicht länger unterscheidet, jetzt sieht diese Weisheit, was wirklich vor sich geht. Dann sagt er eine interessante Sache. Dies ist Chandrakirti. Dies ist der Ursprung aller Bücher über Leerheit in Tibet. Chandrakirti. Und er sagt, die Wurzel von diesen Zweien ist Mitgefühl. Sie sagten, was? Okay, ich verstehe Bodhicitta, ich verstehe das Mitgefühl. Die Wurzel von Bodhicitta sein kann, das verstehe ich. Das macht Sinn. Und du musst Mitgefühl haben. Schritt Nummer 5 der 7 Schritte, um zu der Vision eines Bodhisattva zu gelangen. Warum führt Mitgefühl dazu, dass du deinen Ehemann in der Küche verstehst? Also diesen Teil begreife ich nicht. Aber Chandrakirti besteht darauf. In den Anfangszeilen meines Buchs über Leerheit werde ich nicht über Leerheit sprechen. Ich werde über den Grund von Leerheit sprechen, weil das wichtiger ist. Was ist der Grund? Mitgefühl. Was? Also kann ein niederer Arhat Leerheit nicht sehen? Es wird verwirrend, oder? Wir werden das in dieser Klasse ergründen. Wir werden das in dieser Klasse ergründen. Und ich werde dir keine Antwort geben. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Ich möchte, dass ihr es selbst herausfindet. Das ist eure Hausaufgabe für die nächsten 10 Jahre. Chandrakirti weigert sich vor der Weisheit zu verbeugen. Er weigert sich vor der Wahrnehmung der Leerheit zu verbeugen. Er sagt, nein, Mitgefühl ist der Grund dafür, Leerheit direkt zu sehen. Deshalb lasst uns davor verbeugen. Und übrigens ist es auch der Grund für Bodhisattva. Und übrigens, er geht noch einen Schritt weiter. Mitgefühl verursacht Bodhicitta und die Wahrnehmung der Leerheit, und diese erschaffen Arhats und Buddhas. So geht er also vor. Mitgefühl verursacht das Verständnis vor Leerheit und Bodhicitta, und diese erschaffen Buddhas und Arhats. Also, er hat einen solchen Fluss. Nun werde ich euch Tsongkhapa vorlesen und ihr werdet herausfinden, warum er sich vor dem Mitgefühl verbeugt und sagt, dass es Weisheit verursacht. Das ist verwirrend.
Chandrakirti möchte sagen, dass unter Bodhicitta, der direkten Wahrnehmung der Leerheit und Mitgefühl das Wichtigste ist. Das ist die Wurzel. Soni bedeutet, wir haben es in die 3 Hauptpfade. Das Wichtigste ist Mitgefühl. Deshalb hat er diesen Vers geschrieben. Wir können hier ein Bild von einem Baum sehen mit einem Haufen großer Wurzeln. Und ich habe versucht, etwas zu finden, bei dem die eine Wurzel in 2 Wurzeln übergeht, die dann zum Baum übergehen. Der Baum ist Buddhaschaft und Nirvana. Die beiden Wurzeln sind Leerheit wahrnehmen und Bodhicitta. Und die Wurzel dieser beiden ist Mitgefühl. Großartig. Also ich habe versucht, ein Bild davon zu finden. Viel Glück. Dies ist das, was dem am nächsten kommt, was ich finden konnte. Alles klar. Nun lasst uns zum Text zurückkehren. Dann benutzt Tsongkhapa den Vers. Er zitiert den Vers. Ich springe zu. Du kannst dir Buddhas als die Ernte vorstellen. Du kannst dir Buddha als den Obstbaum vorstellen. Pachi, was waren hauptsächlich die Bäume, die ihr in Costa Rica gepflanzt habt? Irgendwelche Obstbäume, Kaffeebäume? Nein? Eine Mischung von allem. Lasst uns Kaffeebäume nehmen, weil ich in der Stimmung dafür bin. Sind es eigentlich Kaffeebäume oder Kaffeebüsche? Also, ist Buddhaschaft der Kaffeebusch, schätze ich. Passt nicht ganz. Es ist mehr wie Ernte. Lasst uns Mais nehmen. Das Erste, was du für einen Baum brauchst, ist ein Samen. Deshalb brauchst du Mitgefühl. Pardu in der Mitte, dazwischen ist Mitgefühl wichtig, weil es wie das Wasser ist, das du auf den Samen gießt. Und am Ende, nachdem der Obstbaum gewachsen ist, können Leute diese Mangos für immer essen. Also Buddhaschaft. Nela. Ich werde mich, Chandrakirti sagt, ich verbeuge mich am Anfang meines Buches nicht vor der Wahrnehmung der Leerheit und auch nicht vor Bodhicitta, sondern vor der Ursache für diese beiden Dinge. Und das ist Mitgefühl. Weil dies die Eröffnungsverse dieses Buches sind, welches das Mutterbuch aller Leerheitsbücher auf Tibetisch ist. Lasst uns zur nächsten Zeile gehen, zum nächsten Paragraphen. Der Punkt dieses nächsten Paragraphen ist, dass Chandrakirti sagt, Liebe und nur Liebe ist die Hauptwurzel. Liebe und nur Liebe ist die Hauptwurzel. Und was er meint ist, ich vergleiche Liebe mit 3 Stufen des Wachstums eines Obstbaums. Ich vergleiche Liebe mit 3 Stufen des Wachstums eines Obstbaums. Aber bitte vergiss nicht, ich spreche von derselben Liebe. Der Same ist die Liebe, das Wasser ist die Liebe, die Frucht des Baumes ist die Liebe. Alle 3 sind Liebe. Entschuldige, Mitgefühl. Alles klar. Ich beginne mit dem nächsten Paragraphen. Oh ja, du hast hier ein Bild von einem Baum und ein paar Früchten oder ein paar Blumen am Baum. Ja, ich habe dieses Bild vor ein paar Tagen bei meinem Haus aufgenommen. Ich habe einen Pfirsichbaum gepflanzt. Ich habe 2 Pfirsichbäume beim Schwarzen Loch gepflanzt. Ich meine das Peachtree Café. Dann hatte ich einen über, also habe ich ihn mit nach Hause genommen und ihn dort gepflanzt.
Er ist einfach sehr gut gewachsen und das ist das erste Jahr. Normalerweise bekommst du keine Früchte im ersten Jahr. Aber er hat geblüht. Der ganze Baum hat im ersten Jahr geblüht, also ist es ein Baby-Baum. Aber dies sind die Blüten. Wenn du also auf das Bild schaust, kannst du dir vorstellen, dass die Blüten wie die Früchte dieses Baums sind. Der Baum ist und dann ist da das Wasser, das sich den Winter über auf den Baum goss und dann ist da der Same, der Pfirsichkern, aus dem wir den Baum gepflanzt haben. Alles klar, wir beginnen nun mit Tokmar. Es ist der Paragraph mit Tokmar beginnt. Was am Anfang wichtig ist, du musst einen Samen haben. Wenn du dich um alle fühlenden Lebewesen kümmern möchtest, die so leiden wie deine Mutter, die blind ist und verrückt geworden ist und kurz davor steht, von einer Klippe zu fallen, ich werde alle diese fühlenden Lebewesen aus Samsara rausholen. Ich werde sie zur Erleuchtung bringen. Also ist das nicht die Essenz von Bodhicitta? Also das ist einfach. Du musst Menschen aus dem Schmerz holen wollen. Wenn du zur Buddhaschaft gelangen möchtest, um allen fühlenden Lebewesen zu helfen, als erstes musst du sie aus ihren Schwierigkeiten befreien wollen. Dann kannst du Bodhicitta haben. Also musst du als erstes Mitgefühl haben und dann kannst du Bodhicitta haben. Und ich würde behaupten, dass du zuerst ihre Schmerzen fühlen musst, bevor du sie aus ihren Schmerzen holen willst. Als erstes musst du fühlen. Als erstes musst du fühlen, was die andere Person fühlt, bevor du sie retten willst. Bodhicitta ist also, dass du sie retten willst. Als erstes musst du fühlen, was sie fühlt. Andernfalls wirst du sie nicht retten wollen. Du musst dir vorstellen, wie es ist, verrückt und blind und auf einer Bergklippe zu sein, bevor du versuchen kannst, deine Mutter zu helfen. Du musst dir vorstellen, wie sie sich fühlt, wie es sich anfühlt, deine Mutter zu sein. Alles klar? Aber wir warten auf, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Pau und Patschi, Christina, ich warte darauf, zu sehen, wie er es mit dem Sehen von Leerheit verknüpft. Ich kann den Bodhicitta-Teil verstehen. Lasst uns weitermachen. Wenn ich nun wirklich meiner Mutter helfen möchte, dann muss ich die Kraft haben, um ihr helfen zu können. Und dafür muss ich ein Buddha werden. Also werde ich ein Buddha werden müssen. Okay, das ist klar. Also vergesst nicht, manchmal wird Bodhicitta der Geisteszustand mit zwei Ausrichtungen genannt. Welche sind das? Ich bin fokussiert auf andere und ich will Buddhaschaft erlangen. Also wird es der Geist mit zwei Ausrichtungen genannt. Und manchmal wird Bodhicitta der Geist mit zwei Ausrichtungen genannt. Nun, soweit es diesen Teil über das Erlangen der Buddhaschaft betrifft, okay, ich will allen helfen, also werde ich die Buddhaschaft erlangen. Nächster Absatz. Ich habe dieses Bild gefunden, ich habe es gefunden, ich weiß nicht, es treibt es irgendwie zu weit. Im DCI nennen wir es, wie nennen wir das? Nachkonstruieren? Ich ging früher in die Schweiz zu Schmuckmessen und dort waren 10.000 Menschen, die Schmuck ausstellten. Unglaublich, Basel in der Schweiz, jedes Jahr. Leute sind dorthin gegangen, um Schmuck zu kaufen. Aber Hersteller sind dort hingegangen, um Schmuck anderer Firmen zu kaufen und ihn zu stehlen. Also, du gehst auf die Messe, das Publikum drängt sich vor einem neuen Produkt und du gehst hin und kaufst dir eins. Obwohl es deiner Konkurrenz hilft, kaufst du eins. Selbst wenn es 10.000 € kostet, kaufst du eins. Und dann nimmst du es mit nach Hause und baust es auseinander und findest heraus, wie sie es gemacht haben. Das nennt man Nachkonstruieren. Und das ist sehr, sehr verbreitet in allem, jegliche Art von Produkt.
Und du gehst und kaufst den neuesten Drucker und dann nimmst du ihn auseinander und findest heraus, wie man ihn nachmachen kann. Also wie auch immer, das nennt man Nachkonstruieren. Also was ich sagen möchte ist, lasst uns mit Erleuchtung beginnen und lasst uns rückwärts zu Bodhicitta und der Wahrnehmung von Leerheit zurückarbeiten. Und dann werden wir uns rückwärts zum Mitgefühl zurückarbeiten. Alles klar? Du kannst nicht. Nun, hier ist es in Bezug auf Leerheit. Wer auch immer es mir zuerst sagen kann, bekommt 100 Euro. Seid ihr bereit? Übrigens, ich biete es nicht allen zu Hause an. Ich biete es nur den Leuten hier an. 100 Euro. Hier ist der Satz, in dem Tsongkhapa unsere Frage erklärt, aber es ist nicht offensichtlich. Du hast ein Versprechen abgegeben, richtig? Was? Ich werde Mutterschaft erlangen für all meine Mütter. Nun ja, dafür wirst du die 6 Vollendungen praktizieren. Deshalb Leerheit. Kommt schon, 100 Euro. Komm schon. Sagt einfach irgendwas. Leerheit verstehen. Ich sage es nochmal. Hier ist, was er sagt. Um den Wunsch von Bodhicitta zu erfüllen, musst du ein Buddha werden. Um ein Buddha zu werden, musst du die 6 Vollendungen praktizieren. Deshalb sage ich, dass Leerheit die Wurzel ist. Mit den Vollendungen verknüpft. Man fühlt, was andere fühlen. Weil du Leerheit siehst. Okay, für 50 Euro. Man sagt, dass die 6. Vollendungen das Ergebnis ist. Entschuldigung, man sagt, dass die ersten 5 Vollendungen das Ergebnis der 6. Vollendung sind. Zum Beispiel geben zu praktizieren ist nur eine Vollendung, wenn du es mit Leerheit tust. Hurra! Also das ist eine 20-Euro-Antwort. Okay, 20 Euro, ist das nicht cool? Also sagt er, das Mysterium ist gelüftet. Welches Mysterium? Angeblich ist Mitgefühl die Wurzel, um Leerheit zu sehen? Ja, warum? Mitgefühl möchte ein Buddha werden. Gut. Das bedeutet, Mitgefühl möchte die 6 Vollendungen praktizieren. Gut. Aber eine Vollendung ist keine Vollendung, außer du tust es mit der Wahrnehmung der Leerheit. Deshalb führt Mitgefühl zu der Wahrnehmung der Leerheit, weil Mitgefühl zur Intention führt, Leerheit zu praktizieren, damit du ein Buddha werden kannst. Verstanden? Yeah! Okay, das Mysterium ist gelüftet. Wir können den Rest dieses Satzes überspringen. Lasst uns zur letzten Zeile hier gehen. Der letzte Vers hier. Und er kehrt zurück zu Arya Nagarjunas Kette vom Juwelen. Ratnavali, Vali oder Vali, ich weiß es nicht. Wir kehren zurück zu der Kette kostbarer Juwelen von Arya Nagarjuna. Und hier ist unser finaler Vers für diese Klasse. Arya Nagarjuna spricht von derselben Idee in seiner Kette kostbarer Juwelen, wenn er sagt, hey Leute, wenn ihr überhaupt ein Gehirn habt, das ist sehr Nagarjuna, die letzte Zeile. Samye, wenn ihr überhaupt ein Gehirn habt, dann solltet ihr den Mahayana studieren. Ihr solltet direkt zum Mitgefühlsfahrzeug gehen. Und welches ist das? Oh, es beinhaltet Mitgefühl und Weisheit. Es beinhaltet Mitgefühl und Weisheit. Mahayana ist einfach nur Weisheit verheiratet mit Mitgefühl. Das ist alles. Und wenn du denkst, das ist eine dumme Idee, dann hast du überhaupt kein Gehirn. Bedeutet, wenn du denkst, das ist eine dumme Idee, Weisheit mit Mitgefühl zu kombinieren, um Buddhaschaft und Bodhicitta zu erlangen,
dann befürchte ich, dass du überhaupt kein Gehirn hast. Alles klar? Wir haben die Klasse fertig. Gute Arbeit, Leute. Gute Arbeit auf der technischen Seite und der Soundseite. Danke euch. Und wir sehen euch in der nächsten Klasse.